lächerlich. Können Sie das kurz erklären? Ja, es ist ein uninteressantes Thema. Der Bundestag hat es gestern beschlossen, die Ehe für alle kommt. Und wie ich bereits erwähnt habe in meinem vorigen Video, fast alle Deutsche sind dafür. Denn 82% sagten, sie sind für die Ehe für alle oder eher für die Ehe für alle. Und genau das will ich heute mal auf den Prüfstand stellen, denn ich bin heute hier in Mainz und will mal die Leute fragen, was sie von der Ehe für alle halten. Willkommen zu Mindtwisting Pictures. Ehe für alle, Bundestag hat es gestern beschlossen. Was halten Sie davon? Also mir ist das relativ egal, das kann jeder so handhaben und machen, wie er will. Ob das Mann, Frau, Frau, Mann oder Frau, Frau, es ist mir ziemlich egal. Wer heiraten will, soll es tun. Was hältst du denn davon? Ja, ich finde es super. Warum? Kannst du es kurz erklären? Ja, weil ich auch selbst dahinter stehe. Ich selbst damit konfrontiert bin quasi persönlich und deswegen finde ich das gut, dass das endlich mal kommt. Also ich bin kein Fan von Ehe, aber ich finde es gut, dass die Leute jetzt die Möglichkeit dazu haben. Ich finde es ganz prima. Es war lange an der Zeit, dass man zu diesem Schritt kommt. Das finde ich gut. Ehe ist mir an sich nicht so wichtig, ich bin auch nicht verheiratet, aber wenn Leute sich das wünschen, dann sollen sie das machen können, wie sie Lust haben. Also ich persönlich finde das eine gute Sache, weil wir sind nicht nur multikulturell aufgestellt, sondern wir sollten auch, was die Geschlechter angeht, sollten wir uns von dem verabschieden, was vor mehreren 100 Jahren mal festgelegt worden ist. Ich verstehe allerdings auch die Diskrepanz oder die Diskussion hinsichtlich der Opposition über den Grundgesetzeintrag. Hier geht es aber nicht darum, die grundsätzliche Thematik zu verändern, also von der Ehe für alle abzuweichen, sondern man sollte einfach mal versuchen, ob man die Gesetze an sich und auch hier das Grundgesetz entsprechend anpasst. Also ich bin dafür. Ich finde es super. Also ich meine, warum sollte nicht jeder heiraten, der heiraten möchte? Es ist für mich egal, ob Männlein und Weiblein oder Männlein und Männlein heiratet. Ich kann auch nicht verstehen, dass von gewissen Parteien so viele dagegen waren, weil es ist egal. Ich denke, dass man den Leuten ja, einfach das Recht zugestehen sollte und dass jeder eigentlich das Recht haben sollte, glücklich zu sein. Ich finde es gut, ich glaube, das war lange überfällig. Wir sind wenn wir es mit den westlichen Ländern vergleichen, glaube ich, relativ spät dran, vergleichsweise. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Es ist für mich eine falsche Entscheidung, weil das muss man anders nennen. Es geht nicht darum, dass einzelne Leute miteinander leben und das soll auch nicht stigmatisiert werden. Aber im Grundgesetz steht eindeutig, dass also die Ehe und Familie geschützt wird. Das ist meiner Meinung nach gar nicht zu tragen gekommen. Ich freue mich für alle, die jetzt heiraten können, demnächst. Wie war denn Ihre Reaktion? Vielleicht haben Sie es gestern in den Nachrichten, im Fernsehen, im Radio gesehen. Was war denn Ihre erste Reaktion darauf? Ich habe mich gefreut. Also ich habe mich wirklich gefreut, weil ich habe gedacht, also wie gesagt, ich finde, dass man gleichgestellt werden soll, egal welches Geschlecht man hat und zu welchem Geschlecht man sich hingezogen fühlt. Also wenn Frauen Frauen lieben und Männer Männer lieben, ist das für mich vollkommen akzeptabel. Und die sollten auch die gleichen Rechte haben. Erleichtert. Ich habe den Glauben dann doch an unsere Politik noch nicht verloren dadurch. Also ich habe es auf Spiegel Online gesehen gestern, so von der Arbeit aus, und sah diesen Konfettiregen, der da niederging. Und das hat mich besonders erfreut. Ich habe auch überlegt, ob ich ein paar meiner Freunde anrufe, die es betrifft eben. Das habe ich auch gemacht und die haben sich ähnlich gefreut. Und ich denke, das ist dann auch der richtige Weg. Ein paar haben auch gefeiert, das weiß ich von einigen Leuten, die es dann auch zelebriert haben. Mich hat sehr, sehr überrascht die Freude von einigen Abgeordneten über die Entscheidung nachher. Endlich Deutschland etwas offener, sage ich mal so. Lächerlich. Können Sie das kurz erklären? Ja, es ist ein uninteressantes Thema. Weil das geht eigentlich gar nicht, weil die Rechte haben die schon heute und um die Rechte geht es ja eigentlich gar nicht mehr und ja, was soll es? Es geht nur um die Formulierung und was soll das Ganze? Ich kann es nicht nachvollziehen. Was könnte das für die deutsche Gesellschaft eine Bedeutung haben? Ja, ein grundsätzliches Umdenken, weil ich denke mal, es geht nicht nur darum, um hier eine gesetzliche Gleichstellung zu haben, vor dem Finanzamt oder vor der Rechtsprechung allgemein, sondern es geht auch um Dinge wie zum Beispiel Kindererziehung. Es geht darum, welche Verantwortlichkeit, wer spielt welche Rolle. Wir haben noch immer das alte Klischee-Rollendenken, das ist die Frau, das ist der Mann. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Diskussion jetzt ein bisschen öffentlicher stattfindet. Ne? Also weg von der Diskriminierung, weg von familienpolitischen Dingen ja auch, Pflegefamilie, Adoption, gleichgeschlechtliche Regenbogenfamilien, lalala. Das ist schon wichtig, dass die Diskussion jetzt geführt wird und dass das auch eben von öffentlicher Seite, von der Politik ein Zeichen gibt, glaube ich, ganz wichtig für die Leute jetzt. Dass vielleicht auch viele nochmal
umdenken, nochmal gucken, ob das vielleicht doch in ihrem Wertesystem Platz hat. Und, ja. Ich glaube, die Umfragewerte waren vorher schon so gewesen, dass, glaube ich, 2/3 oder sowas der Deutschen das auch ziemlich egal war. Ich denke, dass es in 20, 30 Jahren ganz normal sein wird und ich glaube jetzt auch die wenigsten Leute hier sind total aufgeregt und ist eine gute Sache. Ist richtig so, war Zeit. Vielleicht, dass einfach offener darüber gesprochen wird, dass es mehr akzeptiert ist, die Leute sich auch trauen, offen damit umzugehen. Wo ich allerdings ein Problem sehe, ein kleines Problem sehe, ist, dass wir mittlerweile tendenziell auf die 10 Millionen Nicht-Deutsche in der Bundesrepublik eingehen. Und hier müssen wir natürlich auch die Denkensweise in anderen Religionen mit zu Rate ziehen. Also ich denke mal schon, dass das ein Punkt sein wird, wo vielleicht die eine oder andere Religion sagt, also damit habe ich natürlich ein Problem. Insgesamt gilt es aber, wenn ich über Religion spreche, hier auch insbesondere hinsichtlich des Christentums, wir stehen ja hier nahe am Dom, dass natürlich genau auch die sich mal Gedanken machen müssen, wo sie mit ihren halt hergebrachten Einsichten und Vorstellungen sich einbringen, um diese gesellschaftliche Entwicklung auch tatsächlich tragfähig nach vorne zu bringen. Und das allerletzte Frage an Sie, die Ehe für alle sozusagen mal in 3 Worten kurz zusammengefasst. Die Ehe für alle. Also ich finde, in der Ehe sollte man glücklich sein. Man sollte zusammen gemeinsame Ziele entwickeln. Ja, und Kinder haben dürfen. Ja, die ganzen Aussagen, die wir gehört haben, spiegeln schon ganz gut wider diese 82%, die eher für oder für die Ehe für alle sind. Also kann man schon sagen, das stimmt schon. Aber natürlich war das auch nur ein kleiner Auszug von Millionen von Menschen in Deutschland. Also natürlich jetzt in dem Fall nicht repräsentativ. Deswegen solltet ihr jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr von der Ehe für alle haltet. Schreibt es mir in die Kommentare da unten. Außerdem vielen Dank an Clara, die heute mein Video gefilmt hat. Also vielen Dank an die gerade hinter der Kamera steht. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann klickt einfach hier. Und wenn ihr neu seid, dann abonniert irgendwo so hier. Danke fürs Zusehen, euer Marvin.